Walking Simulator. Ein eher negativ konnotierter Begriff für ein Spiel, in dem der Fokus auf der Geschichte, den Charakteren und der Erkundung der Umgebung liegt. Das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich Gone Home, kontrovers diskutiert. Nicht nur für seine Kürze, sondern vor allem für den Bruch mit der Videospielmaxime, dass das Gameplay im Vordergrund stehen sollte. Die Verzahnung von Gameplay und Story ist ein Thema, welches in den letzten Jahren von immer mehr Entwicklern erkundet wurde und wahrscheinlich besser in einem eigenen Video aufgehoben ist. Mir persönlich gefällt das Prinzip eines Walking Simulators. Nicht umsonst befinden sich Spiele wie Dear Esther, The Vanishing of Ethan Carter und Mind Path to Thalamus weiterhin auf meinem Backlog und warten darauf, gespielt zu werden. Doch Gone Home missfiel mir aus vielerlei Gründen. Das Anfang 2016 erschienene Firewatch jedoch sprach mich vor allem seines Stils wegen sofort an und wanderte schnell auf meine Wishlist und später auf meinen Backlog. Nun habe ich es gespielt und möchte euch im folgenden Teil der Backlog-Bewältigung berichten, was mir während des Spielens so aufgefallen ist. I'm headed off to Shoshone, where the birds and the bees won't know me. Men and women won't exist no more, and there ain't no gals to keep no scorn. I'm headed off to Shoshone, where the elk and the owls won't know me, where there ain't no judges to whom I gotta plead, 'cause I can be me in Shoshone. Das für mich auffälligste und wichtigste Merkmal war von Anfang an die Umgebung. Spiele, die in der Natur angesiedelt sind, üben eine ungemeine Faszination auf mich aus, nicht nur aufgrund der Ferne zu jeglicher Zivilisation. In Firewatch ist es der Shoshone National Forest, der erkundet wird, was im Klartext bedeutet, sehr viel Wald. Das Spiel sieht dabei einfach nur fantastisch aus. Es macht Spaß, die unterschiedlichen Gebiete zu erkunden, besonders wenn das Licht mitspielt und den Wald, den Canyon oder den See schlicht magisch aussehen lässt. Firewatch weiß um seine Reize, gibt dem Spieler eine Einwegkamera mit auf den Weg und lädt ein, auch mal abseits der Handlung einen Abstecher in die Natur zu machen. Der Soundtrack geht hierbei einen ähnlichen Weg, wie es dazu mal Red Dead Redemption tat. Er schafft Magic Moments, die die Schönheit der Umgebung, die man hier bereist, weiter hervorheben. Das Einzige, was es an dieser grafischen Komponente zu meckern gibt, sind die Objekte, die sich wiederholen. Es gibt nur einen Baumstamm, einen zu erklimmenden Fels und eine Felsstufe und schnell erkennt man genau, wo man rübersteigen kann und wo nicht. Hier wäre ein bisschen mehr Varianz schöner und natürlicher gewesen. Und das, liebe Gameplay-Freunde, ist auch alles, was man hier tut. Laufen und klettern, Objekte aufheben und ansehen und sich mit der Karte orientieren, damit man sich nicht verläuft. Ab und zu macht man dann noch einen Cache mit neuen Items und Dokumenten auf, indem man einen Zahlencode eingibt. The code is 1234. It's actually that for all of them. Secure. Shut up. Oh, und am Gamepad sind einige Aktionen doppelt belegt. Rennen zum Beispiel kann man sowohl mit L3 als auch mit X. Aufregend, nicht wahr? Neben der Erkundung des Parks setzt Firewatch seinen Fokus aber natürlich auf die Handlung. Schon der Anfang mutet mit viel Text und Entscheidungen sehr an eine Visual Novel an, was sicherlich auf einige Leute abschreckend wirkt, mir aber gefallen hat. Es dient dazu, die Hintergrundgeschichte unseres gespielten Charakters, Henry, auszuschmücken und dem Spieler die Möglichkeit zu geben, selbst ein wenig in das Geschehen einzugreifen. Natürlich, im Endeffekt führen alle diese Entscheidungen zum selben Ergebnis, aber hey, wenn ich auf dem Weg Henry nackt in einer Victoria's Secret Pose sehen kann, ist das für mich Beeinflussung genug. Und anhand dieses Bildes sehen wir schon, dass wir hier nicht den typischen Videospielhelden vor uns haben, auch wenn wir ihn durch die Erste-Person-Sicht im Spiel selbst nicht sehen. Henry hat seine besten Jahre schon hinter sich, hat ein ereignisreiches Leben geführt und sucht nun in den Wäldern Abstand zur Realität. Was sich hieraus ergibt, ist eine erwachsene, realistische und für Videospiele reichlich ungewöhnliche Charakterzeichnung. Neben Henry lernt man auch Delilah kennen, die Frau auf der anderen Seite des Walkie-Talkies, die Henry durch seine Aufgaben als Feuerwächter führt.
Schnell baut man eine Beziehung zu ihr auf. Sie ist die einzige Person, zu der man hier draußen einen engen Kontakt hat. Und ihre Dialoge mit Henry sind fantastisch geschrieben und eingesprochen, erwecken fast eine Art Sehnsucht zu der Person im anderen Turm und sind die Fackel im Sturm, wenn Dinge schiefgehen. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you. Not in the same way. I know it's probably been a while since you've connected with someone the way we have. I don't mean to get all heavy, but it's been really nice. I wish I was over there. I wish you were too. We could sit outside. We could talk without these radios. We could, you know. What? What could we do? Well, let me tell you. Allerdings hätte ich mir stellenweise andere oder überhaupt Antwortmöglichkeiten gewünscht. Wenn Delilah uns erzählt, warum sie hier draußen ist, sagt Henry überhaupt nichts dazu, was mich gewurmt hat. Zumindest ein paar nette, aufbauende Worte wären wirklich drin gewesen. I figured you've told me so much about you, so, you know, there's something about me. We both fucked up. Gleichzeitig gibt es ein paar Bugs mit den Files, sodass sie abgebrochen werden, wenn etwas Bestimmtes passiert und man einiges an Dialog verpasst. In einem solchen Spiel ist so etwas besonders ärgerlich. Firewatch ist allerdings nicht nur eine Erkundung von verschiedenen Charakteren und ihrer Beziehung zueinander. Es gibt eine größere, umfassendere Geschichte, zu der ich aber gar nicht viele Worte verlieren möchte, falls ihr das Spiel noch nicht gespielt habt. Es sei nur so viel gesagt: Während ich am Anfang noch dachte, toll, der Beruf des Feuerwächters klingt super interessant und nach etwas, das mir gefallen würde, dachte ich das nach ein paar Tagen im Spiel nicht mehr. Die Atmosphäre kippt rasant. Am Anfang scheint der Wald friedvoll und schön, das einsame Leben befreiend und die paar banalen Aufgaben entspannt. Doch schnell zeigt sich, dass die Isolation auch ihre Tücken hat. Hilfe kommt nicht, wenn man sie nötig hat. Sicherheit und Schutz gibt es nirgendwo. Man ist dem Geschehen ausgeliefert und diese Angst und Bedrückung bringt das Spiel hervorragend rüber, wenn es sich langsam aber sicher in einen Thriller verwandelt. Ein schönes Beispiel dafür ist diese Pappfigur hier, die ich mir am ersten Tag vors Fenster gestellt habe, ganz einfach, weil ich es lustig fand. Wie schnell dieser Cartoon-Mann dann mit fortschreitender Handlung bedrohlich wirkt, wie ein zusätzliches Paar Augen, das einen beobachtet. So einen atmosphärischen Wandel innerhalb eines Gebietes, ohne dass sich optisch irgendetwas verändert, habe ich bisher noch nicht in einem Videospiel gesehen und es hat mich begeistert. Gerne hätte ich mehr als 4 Stunden im Shoshone National Forest verbracht. Ich glaube, wenn das Spiel 2-3 Stunden länger gewesen wäre, hätte man die emotionale Verbindung zwischen den Charakteren weiter festigen können und das Ende hätte noch eine größere Wirkung erzielt. Und apropos Ende, ich war ganz verdutzt festzustellen, wie vielen Leuten das Ende missfallen hat. Ich fand es einen gelungenen, realistischen Abschluss der gemachten Erfahrung. Auch wenn es ein paar kleine Details innerhalb der Geschichte gibt, die im Nachhinein nicht wirklich viel Sinn machen oder die anders hätten gelöst werden können, hat mir Firewatchs erwachsene Handlung zugesagt. Ich nehme noch gerne 20 solcher Spiele. Danke.